Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid und euch das neue Video anschauen wollt. Aber vorab gibt es mal etwas Besonderes, und zwar habe ich 1000 Abonnenten erreicht und damit möchte ich mich bei euch ganz persönlich bedanken. Wirklich klasse, eine schöne Zahl und ja, so kann es weitergehen. Wie gesagt, herzlichen Dank dafür und ein paar tolle Kommentare möchte ich mal erwähnen, die mir super gefallen haben. Ich will jetzt keinen hervorheben, einfach nur mal ein paar Sätze zitieren. Ein Kommentar: Schlossbesichtigung mit Rainer, gibt es was Schöneres? Das zweite: Deine Aufnahmen sind wie immer spitze. Also sowas hört man natürlich immer gerne. Dann: Das Sahnehäubchen ist der Drohnenschott und die Szene mit den vorbeifliegenden Tauben. Habe ich mir gerade 3-mal angeschaut. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hammer. Da brauche ich nichts mehr zu sagen. Vielen, vielen, vielen Dank euch. Tolle Kommentare. Ich freue mich jedes Mal darüber. So kann es weitergehen. Und jetzt das Video, wie versprochen. Los geht's. Im Schloss ging es dann nach unten. Die Räumlichkeiten waren leider nicht so riesig beleuchtet, sodass die GoPro da doch schon zu kämpfen hatte. Sie braucht halt viel Licht, deshalb gibt es hier auch einige Standbilder zu sehen. Zur Ergänzung eine Zusatzbeleuchtung oder einen Blitz durfte man hier nicht nehmen. Insofern ist es so, wie es ist. Vielleicht hätte ich auch noch den ISO-Wert auf 800 stellen sollen. Aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen. Üben, üben, üben. Irgendwann wird es schon. Hier ist die gewaltige alte Burgmauer zu sehen. Man geht hier von Raum zu Raum, bis man zum Turmaufstieg kommt. Weiter ging es zum nächsten Bereich, wo man den Ritter in voller Rüstung auf seinem Pferd sehen kann. Dies ist der letzte Raum, bevor es zum Turmaufstieg geht. Dort sieht man 2 Türen. Die rechte Tür ist ein Geheimgang des Grafen Simon VI. Links die Tür, da geht man bequem breite Treppen nach oben. Ich bin aber den Geheimgang gegangen, wollte mal sehen, wie der so ist.
Und das werdet ihr auch gleich sehen. Hier ist ein kleiner Balkon, da werden wir gleich einmal drauf gehen. Und die Netze sind gespannt worden wegen der vielen Tauben, die hier sind. Hier sind wirklich viele Räumlichkeiten, da muss man aufpassen, dass man auch alle mitbekommt und keinen übersieht. Und hier geht es sogar nach unten, wo sich nur ein kleiner Raum befindet. Und es geht noch weiter nach oben. Hinten rechts die Tür ging zur Turmspitze, die war aber durch eine Holztür versperrt. Ich nehme jetzt den zweiten Weg, der nach unten führt, und auch da gibt es immer wieder Räumlichkeiten und was zu sehen.
Gleich rechts hinter dem Gitter wurde früher die Turmbeleuchtung reingestellt. Dort unten sieht man eine Feuerkammer, die für den Turm zuständig war. Weiter ging es nach unten, aber auch da war noch eine Räumlichkeit zu entdecken. Obwohl ich jetzt schon 3-mal hintereinander hier war, habe ich bei den anderen beiden Male das Schlossgefängnis übersehen. Viel gibt es hier aber auch nicht zu entdecken. Es geht jetzt den gleichen Weg wieder zurück. Man kann hier oder da noch einmal schauen, wenn man was übersehen hat. Das Interessante war, ich bin sogar einen Grafen begegnet. Bevor der Graf gleich zu Wort kommt und euch ein Hallo wünscht, möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Spaß gemacht und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gestatten Graf Simon VI. Hallo.